Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen, und damit meine ich alle Anfänger und alle alten Hasen, die mich schon seit einiger Zeit hier auf YouTube begleiten. Aber ich möchte mit ein, zwei Videos immer noch bei Anfängern, Ideen und Kursen bleiben, und deshalb kommen wir heute nochmal auf eine ganz simple Arbeit, die wirklich für Anfänger geeignet ist. Denn Näharbeit ist ganz wenig daran, aber es macht Freude, so etwas herzustellen, auch für die alten Hasen unter euch. Und zwar geht es um diese Origami-Tasche. Diesmal, das kleine haben wir ja als allererstes gemacht, dann kam hier dieser kleine Kosmetikbeutel oder mit Band für die kleinen Prinzessinnen. Dieser Beutel ist nun jetzt um einiges größer, hat aber eine ganz andere Wirkung, obwohl er ganz genau wie auch diese Taschen nur von einem bzw. zwei Stück Stoff, die in Quadrat geschnitten sind, hergestellt werden. Es ist wirklich ganz simpel und ist relativ schnell gemacht, auch für einen Beginner, egal ob ihr den Beutel für euch benutzen möchtet oder ob ihr ihn verwenden möchtet, weil ihr etwas darin verschenken wollt. Denn wie schon so viele von euch auch immer wieder schreiben, ja, ich mache solche kleinen Beutel als Geschenkverpackung, weil das viel persönlicher ist, als ein Papier zu kaufen, das dann sowieso verbrannt wird, weggeworfen wird. Ja, und wir wollen ja alle etwas für die Umwelt tun. Also wird so ein kleines Beutelchen gemacht, das wieder weiter verschenkt werden kann, und es macht wirklich Freude. Dieser Beutel hat eigentlich 3 Fächer, nämlich einen großen in der Mitte und er hat kleine Fächer an der Seite noch zusätzlich. Ihr müsst das nicht so gestalten, wie ich das gestaltet habe, nämlich mit dem kleinen Kettchen. Ich hatte diese Kettchen übrig und sie sind nicht mehr gut genug, um am Hals oder am Arm zu tragen. Und hier hat mir das so gut gefallen und ist einfach eine Alternative, aber man kann das auch komplett ohne Kette machen oder man kann einen Knopf draufsetzen. Oder vielleicht habt ihr noch eine viel schönere Idee, wie zum Beispiel eine Schlaufe drauf zu arbeiten oder sowas. Also meine Lieben, jetzt geht es in diesem Video um diese Tasche, die wir jetzt gemeinsam gerne arbeiten können. Auf geht's! Für diese schöne Origami-Tasche schneidet ihr euch bitte zuerst 2 große Quadrate. Ich habe meine jetzt hier für diese Größe auf 62 cm geschnitten, wie gesagt als Quadrat. Und dann habe ich mir gleich schon von einem der beiden verschiedenen Stoffe 2 lange Bänder genäht, denn die sollen die Kordel für den oberen Tunnel ergeben. Nun nähe ich die beiden Stoffe einmal rundherum zusammen auf 1 cm Nahtbreite, weil so viel habe ich Nahtzugabe gemacht, und lasse mir hier irgendwo an einer der Seiten ein größeres Loch zum Rumdrehen. Nachdem ich einmal die beiden Teile rundherum zusammengenäht habe, verschneide ich alle 4 Ecken. Und drehe nun das Teil auf die rechte Seite rum. Und pass auf, dass ich mir meine Naht nicht aufreiße, weil ich das Loch nicht so gerne so ganz groß lasse, denn umso schwieriger ist es, das zuzunähen. Und drücke mir alle 4 Ecken schön gleichmäßig wirklich als Ecke raus. Sobald ich das so vorbereitet habe, gehe ich ans Bügeleisen, bügele mir diese Kanten wunderschön gleich und steppe einmal rundherum die Kante auf 1 mm ab. Sobald ihr euer Quadrat dann einmal rundherum gesteppt habt, faltet ihr es genau so auf Hälfte, damit ihr ein Dreieck habt. Messt eure untere Strecke aus, drittelt die und markiert euch genau bei 1/3 das Dreieck. Dann nehmt ihr einen rechten Winkel und legt genau im rechten Winkel nach oben hin den Winkel an und markiert euch mit einer Schneiderkreide oder mit einem Stoffmarker genau diesen rechten Winkel von unten bei beiden nach oben. Nun steckt ihr euch
auch im oberen Bereich einmal eine Nadel rein, genau auf den Strich, den ihr gerade gezeichnet habt, also eure Markierung. Unten, das steckt ihr auch fest und schlagt jetzt mal genau bei eurem Bruch darum und macht das Gleiche auf der anderen Seite, weil das ist eure Kontrolle schon mal, dass ihr wirklich hier im Drittel seid. Schlagt das wieder zurück und nun schaut nach dem Ende von euren beiden Strichen und schlagt das einmal genau um. Da, wo euer Strich zu Ende ist, steckt auch da eine Nadel jetzt rein und macht das Gleiche auf der anderen Seite, indem ihr das da wieder kantig legt und jetzt auch nur hier in der Spitze, aber auch nur durch diesen Stoff die Nadel reinsteckt. Gerne könnt ihr nochmals dann überprüfen, denn im Grunde müssen dann alle Schenkel so aufeinandertreffen, wenn ihr das richtig gesteppt habt. Sieht schon aus wie ein quadratisches Kuvert im Grunde. Und damit gehen wir an die Nähmaschine. Jetzt stecke ich mir gerade diese beiden Nadeln nochmal etwas um, denn ich hatte sie ja nur gesteckt, damit ich weiß, wo ich das hin genau stecken muss. Steckt die Röse durch und durch, denn ich möchte jetzt zuerst hier oben diesen Saum machen. Das Band, das ich vorgenäht habe, ist ungefähr 1 cm breit und ich möchte meinen Saum 2 cm breit steppen. Dazu lege ich mir mein Maß an, hier meinen Kantenführer und schlage das nun so zurück, das alles weg und beginne genau an dieser Ecke des Dreiecks vor und zurück zu nähen und nähe diesen Saum einmal durch. Wenn ihr merkt, das sollte schieben, dann nehmt ruhig eine Schablone zum Nähen mit dazu. Und nun muss ich das gleiche auf der anderen Seite machen. Hier seht ihr, das muss wieder gleich liegen und schlage das zurück unten drunter und steppe auch hier ab der Kante des Dreiecks einmal durch. Und was ich gemeint habe mit Schablone anlegen, falls ihr merkt, dass es schiebt, dann legt ihr euch eine Schablone an, lasst trotzdem den Stoff am Kantenführer entlang laufen und näht im Grunde mit der linken Füßchenhälfte über die Schablone drüber. Genau bis ans Ende dieses Dreiecks. Der muss jetzt weg, den brauchen wir nicht mehr, der wäre uns im Wege. Jetzt holen wir das andere Dreieck wieder raus, drehen es rum, damit wir unsere Markierung hier sehen, können nochmal nach Ecken schauen, dass das alles passt und stimmt und fangen genau in dieser Ecke, wo wir unsere Markierung haben, an zu nähen. Genau in der Ecke. Und da ziehe ich meine Nadel gleich raus, die auch am Ende, die ich drin hatte, und nehme mir gleich eine Schablone, die ich komplett an meinen Kreidestrich dran lege und nähe das einmal durch. Und das gleiche mache ich jetzt einfach auf der anderen Seite, einmal rumgedreht, die Nadel rausgezogen. Sollte ja nur kurzfristig da an der Stelle gehalten sein. Und schaue gleich nach meinem Ende, wo ich hin muss, und lege mir das hier an meinen Kreidestrich an wieder. Und weiß, da oben will ich genau in die Ecke reinkommen. Und nähe da auch von zurück. Die restlichen Nadeln können jetzt auch schon raus. Und da haben wir im Grunde jetzt schon unsere Tasche. Aber wie geht es jetzt weiter? Nun nehmen wir diese eine Ecke, öffnen das Ganze, legen das innen schön flach hin, richtig auseinandergezogen und klappen unsere Ecke darauf, gehen zur anderen Seite, machen hier genau das gleiche, öffnen das so, damit wir sehen, hier drin liegt das schön auseinander und schlagen das darauf und dann treffen diese ganzen Ecken da zusammen. Schlagt das mal weg und nehmt euch einen doppelten Faden am besten und näht nun diese beiden Ecken zusammen mit ein paar Stichen. Anschließend, wenn das zusammen genäht ist, kann man entweder hier einen schönen Knopf draufsetzen oder was anderes zur Zierde draufnähen. Das überlege ich mir jetzt noch, beziehungsweise ihr habt ja schon meine Entscheidung gesehen, was ich drauf genäht habe, zu Beginn dieses Videos. Schneiden den Faden ab und machen nun genau das gleiche auf der anderen Seite. Das heißt, wir drehen das Teilchen rum und hier ist es ja jetzt schon auseinandergelegt.
Das heißt, ich schlage komplett das, was noch übrig war, einmal um und nähe mir nun auch diese beiden Spitzen hier zusammen. Schlagt euch ruhig diese Ecke dazu weg, dann ist das etwas einfacher. Sobald die Eckchen geheftet sind, könnt ihr mal die Seite so aufklappen und klappt nun dieses Teil nach unten. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und nun seht ihr schon diesen wunderschönen doppelten Effekt, den diese Tasche hier bekommt. Was wir hier noch nicht gemacht haben, ist einen Boden hier unten abzunähen. Dazu gehen wir jetzt so in die Tasche rein, schlagen den ruhig nochmal weg, drehen den rum und nähen von links mit der Maschine einmal über diese Ecke und das gleiche bei der anderen. Ich habe jetzt einfach einmal hier drüber genäht über diese Ecke und ziehe es mir nun wieder auf die rechte Seite rum, denn dadurch habe ich jetzt einen schönen Boden hier unten erzeugt. Und jetzt haben wir wieder ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt das zum Beispiel an den Kanten da nochmal hochheften. Ihr könnt es einfach so hängen lassen, denn ihr habt jetzt hier rechts und links jeweils eine Tasche und habt natürlich die große Tasche hier in der Mitte. Wenn man möchte, dass die Tasche etwas tiefer wird, kann man die auch gerne hier oben durchsteppen. Dann ist sie insgesamt tiefer und das Teil hängt höher. Aber das ist jetzt alles Geschmackssache. Wichtig ist, dass man diese wunderschöne doppelte Bodengeschichte da sieht. Und was hier auch möglich wäre, wenn ihr euch für einen Knopf entscheidet, könntet ihr sogar auf dieser Ecke den Knopf komplett hier durch und durch annähen. Jetzt habe ich mich noch entschlossen, hier noch etwas zusammenzunähen. Das ist ja hier die Ecke, wo wir dann einen Knopf oder irgendeine Zierde draufsetzen. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass mir das eventuell immer zu tief runterfällt, denn ich möchte, dass das ein bisschen höher an der Seite hängt. Sagen wir hier, wo unsere vordere Mitte ist, so 3 cm und das bei beiden Teilen. Dazu nehme ich die jetzt so in die Hand und werde hier 3 cm und hier 3 cm zunähen. Und das natürlich auch wieder an beiden Seiten. Das heißt, ich lege mir hier die gesteppten Kanten genau aufeinander, messe mir dann so ca. 3 cm oder 4 oder auch nur 2, je nachdem was ihr wollt, nähe da auch ein bisschen von zurück und mache das gleiche in diese Richtung. Dann ist das hier nochmal anders gehalten. Jetzt schauen wir nach der anderen Seite. Die ist hier noch offen. Hier seht ihr das schon. Hier haben wir das zugenäht. Jetzt, wie gesagt, ich drehe das jetzt hier rum und mache jetzt hier, wo unsere Spitze drauf fällt, genau das Gleiche. Nämlich beidseitig ca. 3 cm. Hier, das muss alles kantengleich liegen. Und da sind unsere mit der Hand gemachten Stiche drin. Die müssen auch drin bleiben. Ich nähe aber da trotzdem einen Stich vor und zurück. Das gibt dem nochmal extra Halt. Und nähe da noch das Stückchen drauf. Und wenn ich das jetzt runterziehe, wird mir das immer in dieser Position, in dieser Höhe bleiben. Weiter kann das nicht runterfallen, weil es ja von hier oben von der Länge her gehalten ist und dann da auch nochmal. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das alles fertig aussieht. So, hier seht ihr, meine Kordeln sind eingezogen. Hier habt ihr nun beidseitig diese kleineren Taschen. Und hier habe ich mich entschieden, ich habe so kleine Kettchen gehabt, die eigentlich am Hals zu tragen nicht mehr gut genug sind. Hier habe ich jetzt noch nichts gemacht, um euch auch zu zeigen, natürlich könnt ihr es auch einfach so lassen. Man muss da nicht unbedingt etwas draufsetzen, aber ich denke, auch da ein Knopf hingesetzt wird sich sehr gut machen, sehr schön machen. Oder halt irgendeine schöne Zierde, die man sowieso, so ein altes Armband oder sowas, was man zu Hause rumfliegen hat. Und dann passt das doch. Ja, meine Lieben, damit bin ich für heute schon wieder am Ende. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt viel Freude daran, diese kleine, schöne Tasche nachzuarbeiten. Ich sage Tschüss, eure Lilo.